I'd like to start with some jokes. Ich möchte ein paar Witze anfangen. Deep in a forest, Tief im Wald a little turtle begins to climb a tree. beginnt eine kleine Schildkröte den Baum hinaufzukriechen. After hours of hard effort, Und nach stundenlanger harter Arbeit he reaches the top, jumps into the air, waving his front legs, erreicht sie die Baumwipfel, springt ab und flattert mit ihren Vorderbeinen and rather unsurprisingly goes crashing to the ground below. Nicht gerade sehr überraschenderweise kommt sie hart auf den Boden auf. After recovering, Nachdem sie sich wieder erholt hatte, he slowly climbs the tree again, krabbelt sie wieder den Baum hinauf. while two birds sit on a branch nearby watching his sad efforts. Und zwei Vögel saßen auf einem Zweig in der Nähe und betrachteten ihre traurige Anstrengung. Finally, the female bird turns to her mate and says, Irgendwann dreht sich der weibliche Vogel zu ihrem Partner um und sagt: "Don't you think it's time to tell him he was adopted?" Meinst du nicht, es ist langsam an der Zeit, ihm zu sagen, dass wir ihn adoptiert haben? An old nun Eine alte Nonne, who was living in a convent next to a construction site die neben einer Baustelle gewohnt hat, noticed the coarse language of the workers bemerkte die Ausdrucksweise der Arbeiter and decided to spend some time with them to correct their ways. und dachte, sie verbringt mal ein bisschen Zeit mit ihnen, um sie ein bisschen mehr auf die gerade Linie zu bringen. She decided she would take her lunch, Sie entschied, zu Mittag zu essen. sit with the workers and talk with them. Sie entscheidete sich, mit ihrem Mittagessen zusammen bei den Arbeitern zu sitzen. She put her sandwiches in a brown bag Sie machte ihre Brote in eine braune Tasche and walked over to the spot where the men were eating. und lief hinüber zu den Männern, wo sie saßen und zu Mittag aßen. She walked up to the group and with a big smile said, Sie lief auf die Gruppe zu und sagte mit einem riesigen Lächeln: "Do you men know Jesus Christ?" Hey, ihr Männer, kennt ihr Jesus Christus? They shook their heads and looked at each other very confused. Sie schüttelten die Köpfe und schauten sich gegenseitig ganz verwirrt an. One of the workers looked up into the steelworks and yelled out, Einer der Männer schaute ins Gerüst hoch und schrie: "Anyone up there know Jesus Christ?" Kennt irgendjemand da oben Jesus Christus? One of the steelworkers yelled down, "Why?" Einer der Gerüstarbeiter rief zurück und sagte: Warum? The worker yelled back, Und der Arbeiter rief zurück: "Because his wife's here with his lunch." Weil seine Frau hier ist mit seinem Mittagessen. I find it very beautiful that we can meet together here. Ich finde es sehr schön, dass wir hier zusammenkommen. And I'm here to meet you. Und ich bin hier, damit ich euch begegnen kann. So I'm interested to hear from you. Also ich bin daran interessiert, von euch zu hören. And first I would like to know who is here for the first time to this kind of meeting. Und als erstes würde ich gerne wissen, wer zum ersten Mal bei so einem Treffen ist, wie dieses hier. Quite a lot of people. And 30% must be for the first time. 30% sind etwa zum ersten Mal hier. Is there anybody here who is really interested in becoming free? Gibt es irgendjemanden hier, der wirklich daran interessiert ist, frei zu werden? Wow. Another 30%. Das sind ja nochmal 30%.
Well, of course, this lady's already free, but Diese freie Frau ist ja schon frei. she's just coming because it's a warm place. Sie kommt einfach nur, weil es hier schön warm ist. So I'd like to talk to the people first who are here for the first time. Ich möchte jetzt erstmal zu denen sprechen, die heute zum ersten Mal da sind. Because anyway, you don't quite know what this meeting's about. Weil ihr wisst ja gar nicht wirklich, worum es bei so einem Treffen geht. And actually, it's a very amazing journey. Tatsächlich geht es hier um eine sehr beeindruckende Reise. But there is no actual journey. Aber es gibt nicht wirklich eine Reisestrecke. So maybe you're here because you've heard of a word, enlightenment or awakening. Vielleicht seid ihr hier, weil ihr schon solche Worte gehört habt wie Erleuchtung, Erwachen. Maybe you're here because something in your life doesn't work so well. Vielleicht seid ihr hier, weil etwas in eurem Leben nicht mehr so ganz funktioniert. Maybe you separated from your partner. Vielleicht habt ihr euch von eurem Partner getrennt. Maybe your business failed. Vielleicht ist euer Geschäft So you have kaputt some crisis in your life. und es gibt eine Krise in eurem Leben. And anything like that is actually very positive, you see. Und all so etwas ist tatsächlich eigentlich sehr positiv. Because anyway, it's brought you to this meeting. Denn es hat euch hierher gebracht zu dieser Veranstaltung. When everything is kind of going well, Wenn alles wirklich gut läuft, maybe we don't really look so much. dann schauen wir meistens nicht wirklich hin. So sometimes we need to become very vulnerable in order just to look. Und manchmal müssen wir deshalb sowas wie verletzlich werden, damit wir auch mal hinschauen. So this meeting is actually about looking inside. In diesem Treffen heute hier geht es darum, nach innen zu schauen. It would help Es würde hilfreich sein, if you're not so busy with the world anymore. wenn ihr nicht mehr so sehr mit der Welt beschäftigt werdet. By the world, I mean all those things which can keep us very busy. Mit Welt meine ich all die Dinge, die uns so beschäftigt halten. It would be even better if you come to the point in your life where you realize actually the world can't give you anything. Am allerbesten wäre es sogar, wenn ihr in eurem Leben an einen Punkt ankommen würdet, wo ihr feststellt, dass euch die Welt gar nichts mehr geben kann. That you realize that money is very nice, but actually it doesn't make you happy. Und dass ihr festgestellt habt, es ist schön, Geld zu haben, aber es macht mich nicht glücklich. You can be even unhappy sitting in a big car. Man kann sogar unglücklich sein, wenn man in einem tollen großen Auto sitzt. So all those things which we feel might make us happy, All diese Dinge, von denen wir das Gefühl haben, dass sie uns glücklich machen könnten, we have to somehow come to the end of that cycle of desiring. wir müssen ans Ende dieses Kreislaufes der Wünsche kommen. We often become involved in a relationship Oft verwickeln wir uns in Beziehungen, because we believe then love will come to us. weil wir glauben, dass dann Liebe zu uns kommt. So you need to do that a few times. Auch das muss man einfach einige Male durchlebt haben. And of course love does come Die Liebe kommt natürlich in that situation. in diesem Augenblick. You can share love. Kann man die Liebe teilen. But often we think that this love is coming from somebody else. Aber wir glauben meistens, dass die Liebe von dem anderen kommt. She loves me. Sie liebt mich I love her. und ich liebe sie. And in reality, this love is already there inside you. Aber in Wirklichkeit ist die Liebe bereits in dir. You are love. Du bist Liebe. So this journey that I referred to, Diese Reise, auf die ich mich beziehe, which anyway isn't a journey, die ja gar keine Reise ist. your essence is somehow where you want to come to, Und deine Essenz ist das, wo du eigentlich hin möchtest. and you're already there. Und du bist ja schon bereits da. Unfortunately, you don't know that, Leider wisst ihr das nicht. perhaps. Wahrscheinlich. So this meeting is suggesting something very simple. Und bei dieser Veranstaltung hier geht es um etwas sehr Einfaches. This thing that you might imagine on the outside called enlightenment or awakening,
Das, was ihr euch so vorstellt, was im Außen ist und Erleuchtung oder Erwachen heißt, is already your nature. ist bereits deine eigene Natur. It was always there. Es war schon immer da. It's a given. Es ist Gott gegeben. There's absolutely nothing to get. Es gibt nichts zu bekommen. And then you might ask, well, okay, then why aren't I happy? Dann könntest du dich fragen, also gut, aber warum bin ich dann noch nicht glücklich? And that's where it starts getting a little bit difficult. Und da, an diesem Punkt, beginnt es schwierig zu werden. Because we're unhappy. Denn wir sind unglücklich. Because we're so busy in the world. Weil wir so sehr mit der Welt beschäftigt sind. We're so busy on the outside. Wir sind so sehr mit dem Außen beschäftigt. We hardly have any time to touch the inside. Wir haben ja keine Zeit dazu, das Innere zu berühren. In fact, we even set up our life in such a way. Wir richten unser Leben sogar auf so eine Weise aus. We have no time for that. Dass wir dafür gar keine Zeit haben. We're constantly busy. Wir sind immer beschäftigt. You see? Constantly under stress, under pressure. Wir stehen immer unter Stress und unter Druck. There's not enough time. Ich habe nicht genug Zeit. But this is all the idea of the mind. Aber das sind alles die Vorstellungen des Verstandes. The truth is, we have infinite time. Die Wahrheit ist, wir haben unendlich viel Zeit. Once you stop. Wenn du erst einmal anhältst. You see, once you would stop, there it is. Wenn du nur anhalten könntest, dann ist es da. The thing that you always wanted. Das, was du immer gewollt hast. Happiness. Glücklich sein. Love. Liebe. Peace. Frieden. You suddenly discover that that's your nature. Und du stellst plötzlich fest, dass das deine eigene Natur ist. And the fastest way to all of those things. Und der schnellste Weg zu all diesem is to stop. Ist einfach anzuhalten. So simple. Das ist so einfach. But we come to these kind of festivals. Aber wir kommen zu solchen Festivals wie dieses hier. Maybe we rush from teacher to teacher. Und wir rennen von Lehrer zu Lehrer. And we're hoping that one of these teachers will have some amazing technique. Und hoffen, dass einer dieser Lehrer eine unglaublich tolle Technik hat. Something we never heard of before. Eine, von der wir noch nie gehört haben. You see, because we're absolutely ready for that. Denn wir sind bereit dazu. In fact, we would prefer to be told some very difficult technique. Wir würden es vorziehen, dass uns jemand eine sehr schwierige Technik beschreibt. Than to be told there isn't any technique. Und dann wird gesagt, es gibt gar keine Technik. We're used to doing things. Wir sind daran gewöhnt, Dinge zu tun. Daddy always told us, you know, if you want to get something, you have to make an effort. You have to do it. Das hat der Papa uns ja immer gesagt. Wenn du was erreichen möchtest, musst du dich anstrengen, du musst was tun. But why should you make an effort to be you? Aber warum sollte man sich dafür anstrengen, sich selbst zu sein? It's so simple, you see. Das ist so einfach. Just be you. Sei einfach du. We haven't put it on this poster. Das ist jetzt nicht hier auf dem Poster. But we have a kind of sub name to our house. Aber wir haben noch so etwas wie einen Unternamen, Zusatznamen zu unserem Haus. It's just be as you are. Und der heißt, sei wie du bist. Be as you are. Sei wie du bist. What could be more simple? Was könnte einfacher sein? Not be as somebody else is. Das heißt nicht sei wie jemand anderes. So very often we get very caught up in being as somebody else is. Oft verstricken wir uns ganz darin, sei wie jemand anderes ist. Somebody who we think of as successful. Wir denken dann an jemanden, der sehr erfolgreich ist. So those of you who've come here for the first time, also diejenigen von euch, die heute zum ersten Mal da sind, I would like to suggest just sit quietly. Ich möchte euch raten, einfach still zu sitzen. And feel what happens inside you. Und spürt, was in eurem Innern passiert. Feel this longing inside you. Spürt diese Sehnsucht in euch. And try to find out what that is. Und versucht herauszufinden, was das ist. Because this is your
if you like, beingness speaking to you. Denn, wenn ihr so wollt, könnte man sagen, das ist euer Sein, euer Wesen, das zu euch spricht. And this is very, very beautiful. Und das ist sehr, sehr schön. Once you have contact with that, wenn du da erstmal mit in Kontakt bist, everything becomes possible. Dann ist alles möglich. And for the ones who want to be free, und diejenigen von euch, die gerne frei sein möchten, I'd like to tell you two things that I know you don't want to hear. Möchte ich jetzt zwei Dinge sagen, von denen ich weiß, dass ihr sie gar nicht hören wollt. The first thing is if you really, really want to be free, wenn ihr wirklich frei sein wollt, it helps a lot to surrender to a master. Dann ist es sehr hilfreich, sich einem Meister hinzugeben. And of course I know almost nobody wants to do that. Und ich weiß, dass das eigentlich niemand tun möchte. Maybe somebody can ask me about it later. Ihr könnt mir gerne dazu später Fragen stellen. But this is your best chance. Aber dann habt ihr die größte Chance. And it won't be comfortable. Und das wird nicht immer angenehm sein. You see, if you really find somebody who is free himself, wenn ihr wirklich jemanden findet, der selbst frei ist, it won't be comfortable. Dann wird es nicht angenehm sein. So don't look for a nice master. Also sucht nicht nach einem sehr netten Meister. See, look for somebody who is true. Sondern sucht nach jemandem, der wahrhaftig ist. Somebody who can see you. Jemand, der euch wirklich sehen kann. Somebody who there is a resonance. Jemand, bei dem es stimmt, der euch anspricht. And if that happens in your life, that's a great blessing. Und wenn so etwas in eurem Leben geschieht, das ist eine große Segnung. It's not really something you can do. Das ist nichts, was man tun kann. It also comes from this longing. Denn das ist das, was diese Sehnsucht hervorbringt. Because when that longing gets strong enough, wenn diese Sehnsucht groß genug ist, some master will appear in your life. Dann wird in eurem Leben ein Meister erscheinen. Usually, and then your job is to recognize that person. Und euer Job ist dann, ihn zu erkennen. And actually, then it's kind of up to the master. Und dann liegt es irgendwie in den Händen des Meisters. And that's also a little uncomfortable. Und das ist auch nicht so ganz angenehm. Because we would like to have control of our life, of our destiny. Denn wir würden ja gerne unser Leben und unser Schicksal selber in der Hand haben. And this play und dieses Spiel between the master, zwischen dem Meister, who knows, der weiß, and the one who would like to know, und demjenigen, der gerne wissen möchte, that's very beautiful. Ist wunderschön. In my own personal life, I had two such masters. In meinem Leben hatte ich zwei solche Meister. With both it was very uncomfortable. Bei beiden war es sehr unangenehm. But with both it was such a blessing. Aber beide waren wirklich ein Segen. So much love. So viel Liebe. So even when the master is smashing you onto the ground, also auch wenn der Meister euch auf dem Boden zertrümmert, just with a look, one look, nur mit einem einzigen Blick, it comes from love. Auch das kommt aus der Liebe. His whole effort denn seine ganze Anstrengung is to try to show you ist, dass er euch zeigen möchte, that you're exactly as he is. Dass ihr genau das seid, was auch er ist. There's no difference. Es gibt keinen Unterschied. And along with this thing of coming close to the master, und zusammen mit dem einem Meister nahe zu kommen, I would like to suggest that if you can, you stay close to the master.
möchte ich auch sagen, wenn ihr könnt, seid nah mit einem Meister. Clean his shoes. Putzt seine Schuhe. Cook him lunch. Für ihn zum Mittag. Find any reason to just be close. Mit irgendeinem Grund, nur um ihm nah zu sein. I think you were introduced to this book, Arunachala Shiva. Ich glaube, euch wurde dieses Buch Arunachala Shiva vorgestellt. There's a beautiful story of James Swartz, an American master. Darin ist eine wunderschöne Geschichte von dem amerikanischen Meister James Swartz. How he was brought to meet his master very unexpectedly. Wie es dazu kam, dass er seinen Meister begegnete, ganz unerwartet. He'd been traveling through India looking for a master. Er reiste durch Indien und suchte nach einem Meister. He came back to San Francisco. Und dann ging er zurück nach San Francisco. And one morning he woke up. Und eines Morgens wachte er auf. Decided, okay, that's enough with all the spiritual stuff. Und entschloss sich, okay, genug mit dem spirituellen Zeug. I'll go back to university and continue my studies. Ich gehe zurück zur Uni und studiere weiter. And that evening, that very same evening, Und genau an diesem Abend, in a very mysterious way, he came to a spiritual meeting. auf ganz mysteriöse Weise, kam er zu einem spirituellen Treffen. And he immediately recognized that this man sitting there talking Und er erkannte sofort, dass dieser Mann, der dort saß und sprach, was his master. sein Meister war. Couldn't find him in India, but this Indian master was sitting in San Francisco, and then they met. Er hat ihn in Indien nicht finden können, aber dort in San Francisco saß dieser indische Meister und sie begegneten sich. The next day, Am nächsten Tag he called his girlfriend, rief er seine Freundin an said goodbye, und sagte auf Wiedersehen. called his parents, Rief seine Eltern an said goodbye, und sagte auf Wiedersehen. went to the bank, took out his money, Ging zur Bank, hob sein Geld ab and spent the next 2 years with that master, und verbrachte die nächsten 2 Jahre mit diesem Meister flying all over the world. und flog mit ihm durch die ganze Welt. And after a short time, the master recognized his longing. Und bereits nach kurzer Zeit erkannte der Meister diese Sehnsucht in ihm. And he found a job for him. Und er fand Arbeit für ihn. His job was to carry the oxygen cylinder. Seine Aufgabe war, den Sauerstoffbehälter zu tragen. So then, all over the world, he was close to the master because he was carrying the master's oxygen. Und deshalb war er, egal wohin der Meister reiste, nah mit ihm, weil er seine Sauerstoffflasche trug. And after 2 years, one afternoon, for no obvious reason, he came to see exactly who he is, is. Und nach 2 Jahren, aus überhaupt keinem ersichtlichen Grund, eines Nachmittages, kam es dazu, dass er erkannte, wer er war und wer er ist. So these 2 suggestions are for the people who really, really, really want to be free. Und diese 2 Ratschläge, die ich gegeben habe, sind wirklich für die Leute, die wirklich, wirklich frei sein möchten. It's not for the people that like to come once a year to Baden-Baden and listen to some teachers talking about spiritual things. Das ist nicht für die Leute, die einmal im Jahr nach Baden-Baden hierher kommen und einem spirituellen Lehrer zuhören. Not for those who want to continue their life exactly as it is. Und auch nicht für diejenigen, die ihr Leben genauso weiterführen wollen wie bisher. Who are not ready for anything to change. Die nicht bereit sind, dass sich etwas verändert. And then they would like to sprinkle on a little spirituality. Und darüber dann ein bisschen Spiritualität streuen möchten. I don't think that's going to work. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. And most people are trying to do that. Die meisten versuchen das zu tun. Freedom is for those few, very few, totally crazy people. Freiheit ist für die wenigen, vollkommen verrückten Menschen, who are ready to give everything. Die bereit sind, alles zu geben. I had dinner last night with Michael Barnett.
Gestern Abend habe ich mit Michael Barnett zusammen zu Abend gegessen. I'm at the moment producing another book about European masters. Ich bin gerade dabei, ein weiteres Buch zu erstellen über europäische Meister. So it's very beautiful because I get a chance to meet all kinds of interesting masters. Und das Besondere dabei ist, dass ich vielen interessanten Meistern begegne. We were just sitting there having dinner, Und wir saßen da also gemeinsam und hatten Abendessen, sharing a few of the insights about life on the road as a spiritual teacher. und teilten so ein paar Einsichten, die wir beide haben auf unserem Weg als spirituelle Lehrer. He's now 80 years old next week. Nächste Woche wird er 80 He's been teaching for 40 years. und er lehrt seit 40 Jahren. I asked him, how many people do you really think have become free? Und ich fragte ihn, was glaubst du, wie viele Menschen sind wirklich frei geworden? He said 20 Und er sagte 20 in 40 years. in 40 Jahren. I've been teaching for 15 years. Ich lehre jetzt seit 15 Jahren. 2. 2. Not many people, you see. Das sind nicht viele. It's fairly easy to have an awakening, an experience of awakening. Es ist fast einfach, ein Erwachen zu haben, ein Erwachenserlebnis zu haben. Probably everybody sitting here has had that. Wahrscheinlich hat jeder, der hier sitzt, bereits so ein Erlebnis gehabt. And when that happens, that's incredibly beautiful because then you know from yourself what we're talking about. Und wenn das geschieht, dann ist das so wunderschön, weil ihr dann selber wisst, worüber wir jetzt hier gerade sprechen. And probably those few seconds were the most beautiful seconds of your life. Und wahrscheinlich waren die paar Sekunden die schönsten Sekunden deines Lebens. You see. But why settle for a few seconds? Aber warum bleiben sie nur ein paar Sekunden? Why not have this every moment of your life? Warum sollte man das nicht sein ganzes Leben lang so haben? You see, you can. Das ist möglich. Probably there's a question. Somebody would like to share something. We have a microphone. Wahrscheinlich hat jetzt auch schon mal jemand eine Frage oder vielleicht möchte jemand gerne was mitteilen. Wir haben hier vorne auch ein Mikrofon. Das können wir euch dann geben. What's your name? Yeah, I don't really get it. You say everything is okay, we are free. Ich verstehe das nicht wirklich. Du sagst, wir sind bereits frei. And in the next sentence you say we all need a master. So for what? When everything is fine. Und im nächsten Satz sagst du, wir brauchen einen Meister. Aber warum, wenn noch alles gut ist? Well, actually, it's fine and also not fine, you see. Ja, es ist gut und auch nicht gut. The truth is that you are free. Die Wahrheit ist, du bist frei. Do you feel free? Fühlst du dich frei? Do you wake up in the morning just bursting with love and energy? Wachst du morgens auf, voller Liebe und Energie? Sometimes, but not every day. Sometimes. Sometimes. Manchmal. Well, if you would like to do that every time, Wenn du das gerne jeden Morgen hättest, then I'm suggesting you need a master. dann würde ich sagen, brauchst du einen Meister. You see, unfortunately, when we come into this world as small little beings, Leider, wenn wir auf die Welt kommen als kleine Wesen, we are, if you like, empty. dann sind wir so etwas wie leer. And then gradually, as we grow up, Und ganz allmählich, wenn wir größer werden, we get conditioned. werden wir konditioniert. And out of this conditioning, we have an identity. Und durch diese Konditionierung kommt unsere Identität. And we absolutely believe this identity. Und wir glauben an diese Identität. We call it me. Denn wir nennen sie Ich. And unfortunately, that me gets in the way of the freedom. Und leider steht dieses Ich der Freiheit im Weg. It's like a screen. Das ist so etwas wie etwas dazwischen.
So if you like, the work is to see this identification. Also man könnte sagen, die Arbeit, die man leisten muss, ist diese Identifikation zu erkennen. To really see how we're identified with a story which is called my life. Wirklich zu erkennen, dass wir mit einer Geschichte identifiziert sind, die wir mein Leben nennen. And the Master can help us with that. Und ein Meister kann uns dabei helfen. It's actually quite difficult to really see that by ourselves. Denn tatsächlich ist es ziemlich schwierig, das alleine wirklich zu erkennen. Not impossible. Nicht unmöglich. There are people who became free without any master. Es gibt Menschen, die frei geworden sind ohne Meister. Premananda? Hello? Hello. You have a nice outfit there. Oh, thank you. Are you a Zen? Is that a Zen outfit? Suto Zen monk dress. Ja, das ist ein Soto-Zen-Kleid. And my question is, Meine Frage lautet, what do you do after being enlightened? was macht man, Being free, how you call it. wenn man erleuchtet ist und man frei ist? Well, of course, you must know what the Zen people say about that. Du müsstest doch eigentlich wissen, was die Before dazu sagen. enlightenment, carrying water and chopping wood, Sie sagen, vorher trägst du Wasser und hackst Holz and after enlightenment, carrying water and chopping wood. und nach dem Erwachen trägst du Wasser und hackst Holz. You see, in one way, nothing changes. Einerseits verändert sich gar nichts. This is one of the kind of paradoxes. Das ist ja so ein Paradox. You see, this is something we want in awakening. Das ist etwas, was wir unbedingt wollen, erwachen. Do we ever think about after? Aber denken wir jemals über das Danach nach? In this project, Blueprints for Awakening, In diesem Projekt Facetten des Erwachens I have 12 questions that I've asked about 50 masters. habe ich 12 Fragen, die ich vielen Meistern gestellt habe. I think question number 11 is, what is your typical day? Ich glaube, Frage 12 lautet, wie sieht dein Alltag aus? And I put that question because many people have kind of strange ideas about spiritual masters. Und ich stellte diese Frage, weil viele Menschen komische Vorstellungen über spirituelle That they're kind of floating in the air in bliss in between their meetings. dass die zwischen ihren Veranstaltungen vor Glückseligkeit in der Luft schweben. See? If you'd like to know what spiritual masters do, Wenn ihr wissen möchtet, was spirituelle Meister you can tun, read the book I did about Papaji. dann könnt ihr das Buch über Papaji lesen, was ich He geschrieben would go home from his meeting and read the newspaper. habe. Er zum Beispiel ging nach seinen Veranstaltungen nach Hause und las die Zeitung. Then he'd go maybe to the market and buy some vegetables. Danach ging er vielleicht auf den Markt und kaufte Gemüse. And then if India was playing cricket, he would watch the television. Und wenn Indien Cricket spielte, dann schaute er sich das im Fernsehen an. You see? So before enlightenment, carrying water and chopping wood, and the same thing after. Also vor dem Erwachen, Wasser tragen und Holz hacken und nach dem Erwachen genau das Gleiche. Thank you. For going more in detail in Buddhism, you know there is the Bodhisattva. Um nochmal mehr ins Detail zu gehen, im Buddhismus gibt es Bodhisattva, wie du vielleicht They weißt. have a lot of virtues. Virtues. Virtues, yeah. They vow that they do that. Yeah. Sie haben viele Tugenden und sie So, in your community, verpflichten or sich diesen. there are vows, or there is just
There are bodhisattvas. No, there's a vow of bodhisattva. A vow. Wow, you say that we... No, we don't have any vows. Verpflichtet man sich bei euch auch zu etwas? Nein, so es gibt. I mean, I can only really speak for myself, I think, in Ich this. kann ja nur jetzt von mir aus sprechen. I mean, if I would look back in my life, it seems to me I was very blessed. Wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke, würde ich sagen, ich war sehr gesegnet. You know, if I look back in every day of my life, every day was basically wonderful. Wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, war jeder Tag meines Lebens einfach wunderbar. And then, even better, I met these two masters. Und dann, noch besser, begegnete ich diesen beiden Meistern. They weren't nice. Die waren jetzt nicht They were nett. both not nice. Die waren beide nicht nett. And sometimes, you know, I was shaking from their not nice. Und manchmal zitterte ich, weil sie nicht so nett waren. But out of that meeting with those two masters, I found freedom. Aber durch diese Begegnung mit diesen beiden Meistern fand ich die Freiheit. And I felt totally grateful for that. Und dafür fühle ich mich sehr dankbar. And what to do? Und was jetzt? There wasn't anything to do suddenly. Da gab es dann plötzlich nichts mehr zu tun. All the doing had just dissolved. Alles Tun hatte sich plötzlich aufgelöst. And then there only seemed to be one thing I really wanted to do left in my life. Und dann schien es so, als wenn es nur noch eine Sache gäbe, die ich wirklich in meinem Leben tun möchte. Something quite simple. Etwas sehr Einfaches. I wanted to share what I'd come to understand with other people. Ich wollte das, was ich verstanden hatte, mit anderen Menschen teilen. I had that kind of decision about 15 years ago. Diese Art der Entscheidung fällte ich vor etwa 15 Jahren. I had no idea really how that was going to happen. Ich hatte eigentlich gar keine Vorstellung, wie das passieren sollte. In fact, when I got that clear, I was living in Sydney, in Australia. Als mir das klar wurde damals, lebte ich in Sydney, in Australien. I felt a bit like somebody who was walking around with a pocket full of diamonds. Ich fühlte mich so etwa wie jemand, der die Tasche voller Diamanten hat. I was willing to give anybody who stopped a diamond. Ich war bereit, jedem, der anhielt, einen Diamanten zu schenken. I hadn't lived in the West for about 7 years at that time. Damals war ich bestimmt 7 Jahre lang nicht mehr im Westen gewesen. And I discovered that actually nobody wanted a diamond. Und ich musste feststellen, dass eigentlich niemand den Diamant möchte. Nobody really interested. Niemand war wirklich interessiert. But existence somehow created some situations. Aber die Existenz stellte eine Situation bereit. And over a period of about 2 years, Und über eine Zeitspanne von 2 Jahren I found myself offering these kind of meetings. Bot ich diese Art der Veranstaltung an. And now, I would say every week in the last 12, 15 years, Und jetzt, seit etwa 12 oder 15 Jahren, jede Woche I've met somebody, begegne ich jemandem. not maybe hundreds, but anyway one. Vielleicht nicht Hunderten, aber zumindest einem. And I was able to share with that one person Und es war mir möglich, da ist mir möglich, mit dieser einen Person, what I'm also trying to share in this meeting. mit dieser Person das zu teilen, was ich auch heute mit euch teilen möchte. But it just happened, you know, it was just somehow a destiny unfolding. Aber das Ganze geschah einfach, wie das Schicksal, das sich entfaltet. Sometimes I tried to escape. Manchmal versuche ich da zu entfliehen. Sometimes it all got too much, Manchmal wird das alles einfach zu viel. you see. But somehow I could never escape. Aber irgendwie konnte ich niemals fliehen.